Essen ist Genuss. Aber es geht auch um Leben und Tod. Das ist unsere Shawarma. Das essen in der Nahen Osten sehr gerne, in Israel und in arabischen Ländern. Wir machen das Fleisch anstatt vom Tier, machen wir aus Weizenprotein. Ein Klassiker der orientalischen Küche. Hier vegan. Guten Appetit. Danke dir. Wenn ich wusste, das für dich, würde ich doppelte Portion machen. Ah, nee, hör doch auf hier, du, ne? Israelische Küche vom Nir Rosenfeld. Ein Gaumenschmaus. Ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf und bedanken uns bei Nir recht herzlich für seine Unterstützung. Eines Tages wird die Welt vegan sein. Aber die Welt wird leider niemals frei von Menschen sein, die Juden hassen. Das ist die Geschichte von Nir Rosenfeld und seinem Kampf um Frieden. Nicht nur in der Küche. Viele haben gesagt, israelische Küche vielleicht wird laufen, aber bitte macht das so unter dem Radar. Ein Name okay, aber nicht unten schreiben Israeli Kitchen. Wenn das ein unschuldiger Mensch, dann bricht mein Herz für jeden palästinensischen Kind, genau wie ein jüdisches Kind. Also ich sehe keinen Unterschied. Gerade ich als Tierrechtler, ich sage die ganze Zeit, alle fühlende Lebewesen sind gleich. In Israel komme ich aus einer Gastrofamilie. Das kenne ich besser als jede andere Küche. Ich musste nur das Fleisch wegnehmen. Weil ich versuche, die Welt etwas besser machen, auch für Tiere. So sieht das aus, also nicht nur in Israel, weltweit. Eine Schweinmutter, sie kann nicht umdrehen, sie kann auch nicht stehen. Sie muss nur dort liegen, Kindern bringen und dann weiter, nächste, bis sie stirbt. Ich bin Nir Rosenfeld, ich bin 53 Jahre alt, lebe in Deutschland seit 20 Jahren, geboren in Tel Aviv, verheiratet, habe 3 Kinder, bin Gastronom mein ganzes Leben, ursprünglich mit tierischen Produkten. Seit 6 Jahren, seit ich vegan lebe, betreibe ich nur vegane Restaurants mit israelischer Küche. Die israelische Küche ist relativ einfach. War mein Wunsch, immer war mein Traum. Ohne Hummus konnte ich nicht leben. Also Hummus ist das, aber ja. Ich liebe unsere Chraime. Chraime ist ein Gericht, die kommt aus Nordafrika. Nordafrika bedeutet Algerien, Tunesien, Marokko. Die Juden haben dort gelebt, in großer Zahl. Und das ist eine leicht scharf Tomaten-Paprikasauce. Andere kennen das als Shakshuka oder Matbucha. Richtig eine Antopf. Und innen drin ausgemachte Tofu-Bällchen. So, erstmal, das ist unsere Zigarren. Das ist so dünner Teig, gefüllt mit Fleisch aus Pflanzen, Erbsenprotein. Chraime ist ein klassisches israelisches Gericht. Leicht scharf Tomaten-Paprikasauce mit Tofu-Bällchen. Kebab, ist wie Kebab-Kittel, auch aus Erbsenprotein. Shawarma ist wie geschnetzelte, wie Dönerfleisch, wie Gyros, aus Weizenprotein. Austenpilz. Hier ist unten israelischer Salat. Einfach gebackene Kartoffeln und unsere Homemade Bread. Lasst euch schmecken. Meine Frau ist hier geboren.
Wir haben uns kennengelernt in Israel, wir haben uns geheiratet in Israel. Unsere 2 ersten Mädchen sind in Israel geboren. Und eigentlich, das war meine Idee. Ich wollte vor 20 Jahren hierher kommen. Ich war hier sehr oft wegen meiner Frau, mit meiner Frau. Ich habe mich eigentlich verliebt in diese Stadt und in dieses Land. Nur irgendwann nach ein paar Jahren, als das erste Krieg war in Israel, dann habe ich was gemerkt, das ich vorher nicht wusste. Aber das war eigentlich ein bisschen zu spät. Du bist schon dran, du bist schon drin, da geht es dir gut, du hast ein Geschäft, die Kinder sind im Kindergarten, in der Schule, alles ist gut. Ja, da kommt so ein Krieg und dann siehst du diese ganze Hass, diese Antisemitismus. Da gehst du, okay, in ein paar Wochen wird das weg und dann werden alle vergessen. Das stimmt auch. Aber nach 2-3 Jahren passiert wieder. Und dann wieder. Also in normalen Zeiten merkt man gar nichts, also fast gar nichts. Es ist immer, wenn da im Nahen Osten was eskaliert, man fühlt sich überhaupt nicht sicher. Essen bestimmt gut, aber großer Kack. Laden, es heißt Palästina und nicht Israel. Wenn ihr es nicht jetzt verstehen wollt, werdet ihr es am jüngsten Tag berühren, ihr Affen. Affen ist Kompliment. Der Schock nach dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, sitzt auch in Frankfurt bei den Jüdinnen und Juden tief. Das Jüdische Museum lässt in einer Soundinstallation die Namen der Geiseln verlesen. Als Loop, immer wieder. 25 Jahre. Naaman Levi, 19 Jahre. Almog Meir Jan, 21 Jahre. Liraz Asulin, 38 Jahre. Hier im Museum hat Nir Rosenfeld eines seiner Restaurants, das Live Deli. Hallo. Wir haben sehr viele Anrufe bekommen. Hitler soll euch alle vergasen und kocht hier mit Ofen. Und hier, ich heiße Juden und ihr habt das Land geklaut, jetzt klaut ihr das Essen. Wir kriegen sehr viele solche mit den Kommentaren und. Und natürlich der Distanz zwischen einer Beleidigung, Drohnen zu einer Gewalt ist immer etwas kürzer, als wenn man in einer friedlichen Welt lebt. In Deutschland werden in den Wochen nach Kriegsbeginn mehr als 1000 antisemitische Delikte registriert. Heute ist der erste Tag von Chanukka, das jüdische Lichterfest. Sufganjots und Latkes stehen auf der Karte, die traditionellen Speisen zu Chanukka. And one like deli bowl with falafel. So yes. Falafel, please. Yalla. Falafel, right? Yeah. Jews came to Israel. Aus der ganzen Welt sind Juden nach Israel gekommen, damals vor über 70 Jahren. Und alle haben ihre Küche mitgebracht. Deswegen ist es heute ein Mix aller Küchen der Welt. Yiddish, it's basically from Germany, Poland and the zone. Okay? Da, wo die Leute Jiddisch sprachen, aus Deutschland oder aus Polen, da kommen auch die Latkes her. Wie heißen die auf Deutsch? Reibekuchen. Ah. Und die hier? Kreppel, Krapfen. Wir haben das Beste aus aller Welt ausgewählt. Die Leute kamen ja von überall. Ja, aber wollten die Leute nicht die Erinnerung an die Orte der Shoah loswerden? Nicht, wenn es um Essen geht. Essen ist Heimat. Ein Jude, der kommt aus Tunesien, Marokko, Ägypten, Syrien und so, oder Türkei, bringt diese Küche. Also viele sagen, ihr habt das Essen geklaut. Also diese 1 Million Menschen oder 800.000 Menschen, die ihr Haus verlassen haben, die sind gekommen mit ihrer Küche. Also ob das vorher gehört, so weiß ich nicht. Aber sind Juden, die tausende Jahre gelebt haben in Libanon, in Syrien und haben das gegessen. Hummus, Falafel. Die haben das mitgebracht. Ja? Und wir spielen jetzt keine, wer hat von wer was geklaut. Potatoes, Zwiebeln, Kartoffeln, Zwiebeln, Salz, Backpulver, Vanille,
und Apfelmus anstatt der Eier. Latkes. Der Terror des Krieges ist Teil des Alltags. Dieses Plakat hängt in allen Restaurants von Nir Rosenfeld. Seine Tante ist eine sehr gute Freundin von uns. Sie heißt Tal Gilboa. Ich kenne auch seine Mutter. Und er ist in Fürth, er ist in Gaza. Ja. Sufganjots, Krapfen, Kreppel, Pfannkuchen. Es ist Chanukka, abends bei Rosenfels. So, wir machen dieses Jahr 2 Chanukkia. Für die Geisel, ne? Eine für die Geisel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, v'tzivanu להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. Amen. So, welches Lieblingslied? Maosu. Maosu? Ja. Keanu? Können wir machen? Maosu Yeshuati, Echana Eleshabeach, Tikon Betefilati, Lechamdoda Leshabeach, Ve'et Achim Mateach, מזעם לבע, אז אגמול בשיר מזמור, חנוכת המזבח. Ein bedrückendes Chanukka im Dezember 2023. Die Angst ist immer dabei. Bei mir ist es eher das Verstecken. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich vom Club nach Hause fahre und im Uber sitze und ich gefragt werde, woher ich komme, traue ich mich nicht zu sagen, dass ich aus Israel komme und jüdisch bin. Früher schon und jetzt noch schon mehr? Schon immer, ja, jetzt noch mehr auf jeden Fall. Also ich sage immer, ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Ich habe auch bei Fremden noch nie ehrlich geantwortet, dass ich entweder Israeli oder Jüdin bin. Noch nie. Ein Kind hat mir jetzt sehr oft Free Palestine hinterhergerufen und ist weggerannt. Und wenn ich mit ihm gesprochen habe oder sprechen wollte, ist er immer weggegangen. Wenn zu ihm Kinder im Profi-Unterricht sagen, vor ein paar Wochen, als das mit der Rakete war, wo es hieß, Israel hätte eine Rakete abgeschossen auf ein Krankenhaus, was ja gar nicht gestimmt hat. Und dann alle sagen, wieso habt ihr zum Keanu, ihr habt eine Rakete abgeschossen. Dann frage ich erstmal, wieso ihr, was hat er jetzt gemacht? Jedes Mal, wenn ich auf so einer Solidaritätsbekundung war, dann war ich so, mir sind die Tränen geflossen. Ich habe mich so gefreut und war so dankbar, wirklich so dankbar. Aber wenn ich dann da wieder weggehe, habe ich diese Angst wieder. Ich fühle mich normalerweise gut hier und wohl hier und will nicht weggehen. Aber wenn ich das in die einzigen 2 Faktoren, Antisemitismus oder Terroranschläge, natürlich, dann gehe ich dort. Von das habe ich viel weniger Angst als von das. Er hat mehr Angst vor Antisemitismus in Deutschland als vor Terroranschlägen in Israel. Mit dem Terror ist Nir Rosenfeld groß geworden. Ein Heimatbesuch in Kriegszeiten. Februar 2024. איזה יפה לך. אחד. כמו כולם. Mein Vater ist leider sehr jung gestorben. Ich weiß nicht, weil beide waren natürlich nicht vegan und meine Mutter ist immer noch nicht vegan. Das stört mich, dass meine Mutter oder egal wer nicht vegan ist, aber es ist keine große Streit jetzt. In Israel komme ich aus einer Gastrofamilie, die immer noch betreiben eine der großen Restaurants in Tel Aviv. Hauptsächlich Fleisch vom Hauptgericht, aber die ganzen Vorspeisen sind alle
die klassische israelische, arabische Gerichte, die also mehr als Auswahl, als was dort gibt bei meiner Elternfamilie, gibt es nicht. Also das ist richtig klassische israelische Restaurant. Eigentlich jetzt bin ich sehr, sehr abgelenkt, weil ich bin mit meiner Familie und das ist auch super. Sonst hierher zu kommen, ist eine Sache, die ich seit ein paar Jahren nicht mehr mache. Das war Ritual, ich komme immer rein, ich sage die Jungs Hallo und dann sehe ich dieses Fleisch. Vorher war normal und heute schwer. Und deswegen eigentlich komme ich nicht mehr her. Heute ist hier jeder am Tisch vegan. Das Fleisch bleibt außer Sichtweite von Nir Rosenfeld. Kein Steak zu sehen im Steakhouse. So radikal ist er immer. Was immer er macht, macht er von Anfang bis Ende. Er hört nicht mittendrin auf. In seiner Kindheit herrschte fast immer Krieg. Yom Kippur, als er 3 war. Libanonkrieg mit 12. Erste Intifada mit 17. Es folgten die zweite Intifada und der Irakkrieg. Auch jetzt geht im Krieg der Alltag weiter. Ein veganer Foodmarkt, voller Innovationen. Israel ist eines der vegansten Länder der Welt. Veganes Spiegelei. Es besteht aus Kichererbsen und Tofu. Eine Freundin kommt vorbei. Israels bekannteste Vegan-Aktivistin. Wenn ich heute sehe, was Nir in Deutschland macht, bin ich erstaunt. Er ist unglaublich aktiv. Er hat die veganen Restaurants, er führt endlose Gespräche, er erklärt und debattiert. Das erinnert mich an mich selbst vor 10 Jahren. Aber Israel ist ein kleines Land. Hier gehen die Dinge schneller. Gilboa ist die Tante von Guy, dem jungen Mann, dessen Plakat in Nirs Restaurants hängt. Wir sind immer noch eine der glücklicheren Familien, weil die Hamas am 7. Oktober ein Video veröffentlicht hat, auf dem mein Neffe zu sehen ist. Zusammen mit dem Freund, mit dem er auf dem Festival war, und 3 weiteren Leuten. Sie waren gefesselt in einem dunklen Raum in Gaza. Wir konnten sehen, dass sie damals gesund und am Leben waren. Das macht uns Hoffnung. Israel kämpft gegen Nicht-Palästinenser, Israel kämpft gegen Nicht-Muslimen oder Araber, Israel kämpft gegen eine der schlimmsten Terrororganisationen, die einmal gab, der heißt Hamas. Israel kämpft nicht gegen Palästinenser. Israel muss sich, hat das Pflicht und das Recht, sich zu verteidigen gegen Hamas. Hamas opfert seine eigenen Leute. Israel macht, was jeden anderen normalen Land würde machen, verteidigt ihre Menschen. Man kann kritisieren, ob das ist zu hart oder nicht zu hart. Ich bin ein Jude, Israeli, das habe ich nicht gewählt. Ich bin sehr happy und stolz, Jude zu sein, Israeli zu sein. Aber Tierrechtler habe ich gewählt, weil ich versuche, die Welt etwas besser machen, auch für Tiere.
Und ich habe mitbekommen, also Essen verbindet Menschen. Ich habe mittlerweile 6 Betriebe und verkaufe oder verschenke insgesamt mehr als 2000 Portionen am Tag. Und natürlich automatisch kommen zu mir Menschen von verschiedenen Ländern. Also sehr viele Juden, weil ich Jude bin, weiß ich nicht. Sehr viele Muslimen, weil es einfach lecker und jetzt noch halal ist. Ein Imam hat Nir Rosenfeld gerade ein Halal-Zertifikat ausgestellt. Jarek, Shawarma, yalla. Yalla. Für den Fleischklassiker Shawarma ersetzt der Küchenchef Fleisch mit Seitan. Seitan was made by monk. Seitan haben ja schon Mönche im fernen Osten hergestellt. Ich habe mich mit den alten Rezepten dieser Mönche beschäftigt und ihrem Gewürzmix, der dem Seitan den Geschmack verleiht. Ich bin mit der türkischen und der deutschen Küche aufgewachsen, weil ich eine deutsche Tante habe oder türkische Eltern, ganz normal. Und die israelische Küche hat mir halt das so gegeben wie der Hummus. Ja, ich kannte das von arabischen Ländern, aber nicht so, wie ich es jetzt kenne. Das ist der Hummus, es sind die Falafeln, es sind sehr viele Gewürze, die eine Gewürzmischung ergeben. Ich bin beim Hummus und Falafel. Das ist einfach. Das schmeckt gut, es macht stark, es macht satt. Der Rabbiner hat Nir Rosenfeld ein Koscher-Zertifikat ausgestellt. Vegan und jüdisch. Für ihn eine ideale Kombination. Cheeseburger ist eigentlich nicht erlaubt, weil der Burger ist Fleisch, das Cheese ist Käse. Wir dürfen laut die Torah das Lamm nicht in der Milch seiner Mutter zusammen kochen. Und deswegen es ist verboten. Aber wenn es ist vegan ist, das macht es viel leichter. Das Ziel ist nicht, um mehr Geld zu verdienen. Das Ziel ist, um mehr Menschen zu erreichen mit tierleidfreiem Essen, damit diese nicht nur verstehen, das ist alles falsch, dass das alles so einfach wird für den, vegan zu leben. Also das ist mein Ziel. Dafür tut er viel. Tierbefreiung jetzt sofort! Gegen das Tierleid. Es ist grausame Mode! Auf Kosten der Tiere! Auf Kosten der Tiere! Und gegen das Leid der Menschen. Eine Obdachlosenspeisung. Nir Rosenfeld spendet 200 Portionen, vegan, jede Woche. Du bist schon lange in der Gastro wahrscheinlich, ne? Ja, meine ganze Leben. Da hast du wahrscheinlich dann direkt 1+1 gezählt und hast gesagt, Ja. guck mal, das ist doch eine schöne Gelegenheit. Guten Appetit. Brot ist da. Das ist der Nir, der ist Jude. Jeden Donnerstag spendet der Essen an die Bedürftigen. Richtig stramm ist er hier. Ja, und das heißt, nehmt euch ein Beispiel, nicht jeder Jude ist gleich ein schlechter Jude. So wie nicht jeder Moslem ein schlechter Moslem ist. Und das ist das beste Beispiel wieder heute. Und auch nicht jeder Christ ist ein schlechter oder ein guter. Weil es geht nur darum, ob es ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch ist. Das ist die Message heute. Danke euch. Obwohl der Hass gegen Juden jetzt zunimmt, will er Deutschland nicht aufgeben. Auf dem Weg in den Hunsrück. Zu einem Lebenshof, dessen Hoffest er mit kostenlosem Catering unterstützt. Markus Gärtner ist der Besitzer. Früher, sagt er, war er Nazi. Heute ist er mit Nir Rosenfeld befreundet und steht ihm als Tieraktivist zur Seite. Es wurde uns ja anerzogen, ne, dass diese Tiere hier halt eben nichts wert sind, im Gegensatz zu Hund, Katze, Pferd. Ja, was ja totale Idiotie ist. Ja, so, es ist genauso ein Lebewesen. Man sieht auch ganz genau, dass er genauso fühlen tut. Ja. Manchmal hocke ich hier mit denen drin und dann siehst du auch, wie der träumt. Ne, so wie er so dann so ein bisschen wie Hunde, so ein bisschen zappelt. Ne, und da halt eben vor sich hin träumen tut. Auch ihm wurde anerzogen, dass bestimmte Menschen weniger wert sind. Heute denkt er anders.
weil mich das ja ehrt, ja, dass ich mit einem Menschen jüdischen Glaubens zusammen für die gleiche Sache einstehe, ja, weil ich ja eine recht beschissene Kindheit oder eine recht beschissene Jugend habe. Da habe ich ja Menschen wie Denir und Menschen anderer Herkunft, anderen Glaubens habe ich ja gehasst. Ja, so war da in meiner Jugend als rechter Schläger, Säufer unterwegs gewesen. Und es war eine sehr dunkle Zeit meiner Jugend. Ich glaube, der Hass, der hat sich wahrscheinlich in erster Linie gegen mich selber gerichtet. Ja, ansonsten hätte ich auch diese ganze Scheiße nicht gebaut. Nach dem Ausstieg aus der Szene fand Markus Gärtner Sinn in seinem Lebenshof. Er kümmert sich um über 100 Tiere. Finanzieren kann er das nur durch Spenden. Nia Rosenfeld sammelt für ihn mit. Bitte. Ja. Ja, und sehr aufmerksam halt eben. Ne? Ja, mein Freund. Anfang 2024 meldet das Bundeskriminalamt einen dramatischen Anstieg antisemitischer Straftaten in Deutschland. Fast 3000 seit Beginn des Krieges. Es ist unverschämt, das Essen des Mittleren Osten durch den Namen Israeli-Restaurant zu verschmutzen. Palästina würde schon eingenommen, aber seid ihr so niedrig, um auch noch die Kultur zu klauen? Sucht euch erstmal Kultur, bevor ihr nach Land sucht. Hier fühle ich mich sehr, sehr, sehr gut, sehr voll. Aber ich fühle mich immer noch wie ein Gast und sehr willkommen, sehr bequem. Ich mag dieses Land, ich liebe dieses Land, aber das kann niemals mein Zuhause sein. Man hat immer dieses Gefühl, ich bin hier irgendwann, aber muss ich weg. Die Erinnerung an Verfolgung und Hass ist Teil der jüdischen Kultur geworden. Ein jüdisches Sprichwort sagt: Sie wollten uns töten, wir haben überlebt. Lasst uns essen. Die Situation hat sich leider nicht geändert. Es wird immer mehr Antisemitismus in Europa, also nicht nur in Deutschland, in Amerika, man sieht das überall. Immer wenn man irgendwo hingehen will oder irgendwo was ist, da überlegt man sich 3 oder 4 Mal, ob man da überhaupt hingehen will. Obwohl wir sind ja sowieso Aktivisten. Aktivistenfamilie heißt, wir werden uns niemals verstecken. Aber manchmal hat man die Kraft nicht für diesen Hass. Die nennen sich nicht als Antisemiten. Die denken, das sind wie so Freedom Fighter. Und die sind sehr, sehr aktiv und haben ihre Netz. Und ja, das leidet nicht nur wir, das leiden alle jüdische Restaurants. Das erinnert an andere Zeiten, wo die Leute einfach mitlaufen, weil es irgendwie gerade cool ist oder so. Und das ist halt beängstigend, weil es so viele sind. Gell? Gleichzeitig haben wir bei anderen Menschen auf einmal gesehen, dass die komplett hinter uns stehen. Besonders in den letzten Monaten. Bei Menschen, wo wir es teilweise auch nicht unbedingt gedacht hätten. Auf einmal komplett auch keine Angst haben, auch zu posten oder sich öffentlich hinter uns zu stellen und hinter Israel zu stellen für das Existenzrecht. Es gab nur einmal ein Video, dieses schreckliche Video, wo man ihn gesehen hat, wie er aussieht. Und seitdem gar nichts. Also wir wissen überhaupt nicht, ob er noch am Leben ist.